Damen und Herren, Deutschland im Jahr 2024. Wir schließen weiter Krankenhäuser, wir schließen weiter Schulen. Wir lassen es zu, dass unzählige Bereiche dieser Gesellschaft ums Überleben kämpfen müssen. Ich erinnere an die Landwirte, über die gerade gar keiner mehr spricht. Ich erinnere an Gastronomen, an Spediteure, an den Mittelstand, an Handwerker. Und auch alle fragen sich, was passiert mit dem ganzen Geld in diesem Land? Was passiert mit dem, was wir hier jeden Tag erwirtschaften? Und auch Deutschland im Jahr 2024, es ist kein Geheimnis mehr, wenn man alles zusammenrechnet, geben wir inzwischen bis zu 10% unseres gesamten Bundeshaushaltes, über 50 Milliarden Euro, für Menschen aus, die keine deutschen Staatsbürger sind. Wir finanzieren Hunderttausende, die teilweise nur aus finanziellen Gründen zu uns kamen und die nach unserer eigenen Rechtslage längst hätten abgeschoben oder zumindest ausreisen müssen. Aber sie werden es nicht. Wir halten unsere eigenen Gesetze ein. Und wenn Sie diese Fakten, wenn Sie diese reine Faktenlage im Jahr 2024 in Deutschland aussprechen, dann nennt man sie einen Rechtsextremisten, dann nennt man sie einen Nazi, dann nennt man sie einen Verfassungsfeind. Aber ich sage Ihnen, diese Wahrheit muss ausgesprochen werden. Und deswegen stehe ich heute hier. Ich stehe heute hier, weil diese Wahrheit ausgesprochen werden muss, weil die Menschen es in Deutschland verdient haben. Und als Demokraten dürfen wir es nicht zulassen, dass genau diese Wahrheit durch Unwahrheiten, durch Unterstellungen, durch Lügen und durch Fake News ersetzt wird. Remigration ist kein Unwort, Remigration ist eine Selbstverständlichkeit und das Gebot der Stunde. Und ich fasse es gleich zu Beginn dieser heute sehr, sehr wichtigen Debatte zusammen. Es geht hier nicht um Menschen, die sich integriert haben. Es geht nicht um Menschen, die mit anpacken. Es geht nicht um Menschen, die Wertschöpfung betreiben. Es geht nicht um Menschen, die sich die deutsche Staatsbürgerschaft wirklich richtig verdient haben. Es geht um Illegale. Es geht um Straffällige. Es geht um Menschen, die Frauen vergewaltigen. Es geht um Menschen, die Messerdelikte begehen. Es geht um Menschen, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten. Und genau dieser Unterschied muss hier klar benannt werden, weil dieser Unterschied nicht nur durch die AfD so gesehen wird. Sie wird durch den größten Teil in diesem Land so gesehen, und deswegen ist es die Wahrheit und deswegen muss es ausgesprochen werden. Seit 10 Jahren merken die anderen Parteien in diesem Land, dass sie inhaltlich und argumentativ nicht gegen uns ankommen. Und deswegen versuchen sie mit einer bisher einzigartigen Kampagne der Desinformation, die konstruiert wurde, von den wirklichen Problemen in diesem Land, die sie selbst verantwortet haben, abzulenken. Aber das Gute an der ganzen Nummer ist, dass jeder klar denkende Mensch in diesem Land, der sein Denkvermögen noch nicht vollständig an den Fernseher abgegeben hat, genau das durchschaut, was hier gerade passiert. Aber es hat noch etwas Gutes. Das ganze Land spricht über ein zentrales Thema dieser Zeit, über Abschiebungen, über Remigration. Und aus diesem Grund möchten wir heute aufräumen. Wir möchten aufräumen mit der Hetze, mit den falschen Informationen, die aus der Hilflosigkeit heraus von Politikern und von einem Großteil der Medienlandschaft über uns verbreitet werden. Wir möchten heute die Chance nutzen, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, das wirkliche Programm der AfD zum Thema Remigration, Assimilation und Abschiebung zu präsentieren. Und danach sollten auch endlich alle Fragen beantwortet sein. Und dann können wir gerne auch uns wieder endlich mal der Politik in diesem Land widmen und nicht immer ihren Ausflüchten, um genau davon abzulenken. Vorab das Wichtigste. Das möchte ich hiermit ein für alle Mal klarstellen. Niemand in der Alternative für Deutschland möchte gut integrierte Migranten abschieben, die sich mit unserem Land identifizieren, die unsere Werte leben und die einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und diese Passage richte ich jetzt ausdrücklich an Menschen mit Migrationshintergrund, an Ausländer, an Zugereiste in diesem Land. Warum passiert das hier alles gerade? Nicht ohne Grund finden viele Menschen mit Migrationshintergrund gerade in der AfD eine neue politische Heimat. Und wissen Sie warum? Weil sie nach Deutschland gekommen sind, um die freiheitlichen Werte dieses Landes zu leben. Und diese freiheitlichen Werte werden gerade hier in diesem Land für eine linksgrüne Politik geopfert. Wir stehen als Alternative für Deutschland für genau diese Werte, die Menschen mit einer anderen Sozialisierung bis heute viel, viel besser durchschauen und deswegen auch bei der AfD ankommen. Weil wir nämlich für die Freiheit stehen, für die Wahlfreiheit. Wir stehen für die Wertefreiheit. Wir stehen für das Fundament der Familie als elementares Fundament unserer Gesellschaft. Wir stehen dafür, dass jeder den Beruf ausüben kann, den er möchte, dass jeder das Auto fahren kann, was er möchte, dass wir günstige Energie haben in diesem Land. Wir stehen einfach für die generelle Freiheitlichkeit dieses Landes und Sie stehen für eine Klimahysterie. Sie möchten die Menschen einschränken und jetzt erkenne ich auch, was hier passiert. Sie möchten nämlich genau die Menschen mit Migrationshintergrund, die das durchschaut haben, möchten Sie missbrauchen für Ihre Politik und deswegen flüchten Sie sich in Ihre Lügenmädchen hier und das durchschauen wir ganz klar. Wir stehen an der Seite dieser Menschen. Wir stehen gegen all das, was Sie den Menschen hier vorschreiben möchten. Wir stehen gegen eine Klimahysterie. Wir stehen gegen Freiheitseinschränkungen, wie wir sie beispielsweise in den letzten 3 Jahren in einem historischen Ausmaß hier in diesem Land erleben mussten. Wir stehen für ein Deutschland,
das alle politischen Entscheidungen einzig und allein an einer Frage ausrichtet: Was ist das Richtige für uns und unser Land? Und gerade weil wir diese Werte verteidigen, ist es elementar, dass wir unser Land schützen, dass wir unsere eigenen Gesetze einhalten. Und wer mit offenen Augen durch dieses Land geht, der wird feststellen, dass wir uns hiervon entfernt haben. Remigration ist das Gebot der Stunde. Und das sagen nicht nur wir, das sagen selbst viele Menschen mit Migrationshintergrund, die genau diese Gefahr in diesem Land aktuell erkennen. Und deshalb stellen wir heute entgegen aller Falschbehauptungen, Verzerrungen und üblen Nachreden dar, was die AfD wirklich unter dem Begriff versteht. Erstens: Wir haben mehr als 250.000 ausreisepflichtige Menschen in diesem Land. Wir müssen unsere eigenen Gesetze und unser eigenes Recht einhalten und diese Abschiebungen, diese Ausweisungen auch konsequent umsetzen. Zweitens: Asyl ist ein Schutz auf Zeit. Und das ist das nächste Ding. Es wird immer zusammengewurschtelt. Asyl und Einwanderung sind zwei getrennte Paar Schuhe. Wenn der Asylgrund im jeweiligen Herkunftsland entfällt, ist die Heimreise anzutreten. So einfach ist das. Drittens: Es darf keinen Verstoß gegen die Dublin-Verordnung und gegen unsere eigenen Gesetze geben. Ich meine, der Paragraph 16a, der vorhin schon diskutiert wurde, ist für mich eindeutig. Wer aus einem sicheren Drittland nach Deutschland einreist, ist nicht asylanspruchsberechtigt. Punkt. So einfach ist das. Und das trifft aktuell auf die meisten Menschen zu. Deutschland bricht die eigene Rechtslage am laufenden Band. Das ist die Realität. Und das Gleiche ist beim Paragraph 18 Asylgesetz. Sagt ganz klar, dass in diesem Fall an der Grenze eine Zurückweisung notwendig ist. Auch das wird nicht eingehalten. Ganz im Gegenteil, jeder kann hier beliebig einreisen in diesem Land. Auch hier fordern wir ganz einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere eigenen Gesetze einhalten. So traurig das auch ist. Viertens: Gefährder, Extremisten und schwere Straftäter müssen priorisiert abgeschoben werden. Und genau diese Gruppe steht auch im Mittelpunkt der Remigrationsdebatte, auch wenn Sie das hier alles nicht wahrhaben wollen. Und ich finde es persönlich auch als Mensch sehr, sehr traurig, dass zuerst immer die abgeschoben werden, die sowieso schon sehr knapp vor einer sehr guten Integration stehen, die schon in Arbeit stehen etc. Und man dann Gefährder durch dieses Land mit 6 oder 7 Identitäten laufen lässt und da wegguckt. Genau das ist die Realität in diesem Land und das merken auch die Menschen. Und deswegen haben sie da kein Verständnis für. Und deswegen müssen wir ganz besonders hingucken, wer illegal ist, wer Straftaten begeht und wer gegen unser Rechts- und Werteverständnis arbeitet, muss im Rahmen der jeweiligen Gesetze unser Land schnellstmöglich verlassen. Fünftens: Ein Import von Straftätern muss verhindert werden. Und hier müssen wir auch ausschließen, dass wir fremde Konflikte in unser Land tragen lassen. Ich sage mal ganz ehrlich, wer hier in den letzten Monaten nicht mitbekommen hat, was hier los war, die ganzen antisemitischen Ausschreitungen, das war auch keine deutsche Kultur, was hier passiert ist. Das sind importierte Konflikte, die genau aus dieser verfehlten Migrationspolitik herrühren. Sprechen Sie doch die Wahrheit einfach mal aus in diesem Land. Sechstens: Die Staatsbürgerschaft darf nicht verramscht werden. Das ist aktuell leider der Fall. Und siebtens: Vorbeugen ist besser als heilen. Wenn wir illegale Migration gar nicht erst zulassen, konsequent unsere Grenzen schützen und unsere eigenen Gesetze umsetzen, dann bräuchten wir über Remigration wie in der heutigen Fassung gar nicht erst sprechen. Und zuletzt möchte ich noch die unsägliche Behauptung zurückweisen, dass die AfD in Größenordnung Menschen deutscher Staatsbürgerschaft abschieben möchte. Das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn, es ist falsch. Diese Remigrationsstandpunkte der AfD beinhalten diesen Punkt überhaupt gar nicht. Und selbst in der Diskussion zu diesem Punkt geht keine Forderung innerhalb der AfD über das hinaus, was gerade der Gesetzentwurf der Ampelregierung vorsieht. Die Ampelregierung sieht nämlich vor, die deutsche Staatsbürgerschaft bis zu 10 Jahre rückwirkend abzuerkennen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kommt nicht von der AfD, das kommt vom SPD-geführten Innenministerium. Das ist die Wahrheit und das muss auch mal ausgesprochen werden. Und natürlich ist das Show, das wissen wir auch. Und der große Unterschied, wir uns praktisch, auch was das Thema Abschiebung, ich erinnere an die Aussage von Olaf Scholz, jetzt im großen Stil abschieben, wir uns natürlich umsetzen. Hier ist es eine übliche Nebelkerze, um noch ein letzten konservatives Mäntelchen umzuhalten. Aber ich sage mal, das glaubt Ihnen ja keiner mehr in diesem Land. Aber allein mit diesem Argument ist die gesamte Hetze von Ihnen der letzten Wochen entkräftet. Und zum Schluss noch die aktuelle Kampagne der Desinformation, der Lügen, der Verzerrung. Die wird die Wahrheit in diesem Land nicht aufhalten. Und ich weiß nicht, ob Sie nicht mal selbst aufwachen. Heute wieder die Umfragen in Sachsen. Die Menschen durchschauen dieses Spiel, was hier passiert. Und wissen Sie warum? Weil die Deutschen in ihrem eigenen persönlichen Lebensumfeld feststellen, dass die Auswirkungen ihrer Migrationspolitik bei Ihnen vor Ort ankommen. Die Auswirkungen kommen nämlich in jeder Stadt an, in jeder Bahn, in jeder Diskothek, in jedem Freibad und in jeder Silvesternacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie stellen fest, dass die romantischen Darstellungen der etablierten Politiker aus dem Fernsehen nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben.
Deswegen schauen Sie das Manöver und Sie erkennen, dass Sie von den wirklichen politischen Problemen dieses Landes ablenken möchten und die einzige wirkliche Kraft diskreditieren möchten, die nicht nur dagegen vorgeht, sondern die in der Stande ist, genau das auch zu ändern. Und wir sehen aber das Gute, und damit komme ich zum Schluss, Frau Präsidentin, das Gute dieser ganzen Kampagne ist die Chance, die sich dadurch bietet, dass nämlich die wichtigen Themen, die Einhaltung unserer eigenen Gesetze, die konsequente Abschiebung Illegaler von Straftätern und die Remigration als solche in jedem deutschen Haushalt aktuell präsent ist. Nutzen wir diese Chance, damit wir nicht nur reden, sondern handeln und unser wunderschönes Land Stück für Stück und Tag für Tag rechtsstaatlicher und sicherer wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine